Tom, du sitzt heute unter freiem Himmel. Hat das einen bestimmten Grund? Die Sonne scheint, es ist wunderbares Wetter, die Vögel zwitschern, die Natur sprießt, wo sie nur kann. Und dann dachte ich doch, werde ich Teil von ihr, ja, und ziehe mich ein wenig zurück und nutze sozusagen die schöne Umgebung, um fokussiert auf unsere Themen, auf unser Gespräch zu sein und damit den Tag nicht nur durch Natur, sondern auch durch unser Gespräch zu versüßen. Ach, hast du das wieder schön gesagt. Toll, oder? Das sollten die Politiker hören, weil die ja gerade heute sich zusammensetzen wieder. Und ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, wahrscheinlich schon, Tom, aber es geht jetzt ja um das Thema Weiterbildung in Zeiten von Kurzarbeit. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das können wir heute gut einbauen, glaube ich, weil das viele da draußen interessieren wird. Ja. Weißt du mehr davon schon? Na, von dem Angebot haben wir schon im Vorfeld gehört, und mein Co-Founder ist da sozusagen auch gut an der Quelle dran und hat sozusagen da im Prinzip schon so ein bisschen die Spatzen zwitschern hören. Und gleichzeitig ist es ja auch etwas, was, sag ich mal, in schwierigen Zeiten oft miteinander verbunden wird und was auch ein Stück nahe liegt. Ja? Also wenn man sozusagen mit den Arbeitszeiten sich nicht so produktiv auslasten kann, dass man dann schaut, lasst uns Weiterbildung, Qualifizierung, Kompetenzentwicklung nach vorne schieben. Mhm. Und ich finde das einen sehr wertvollen Schritt. Ja. Ich glaube, dass das auch eine Positivität mitbringt. Ja, und zu sagen, okay, ich bereite mich vor auf das, was da kommt. Und was wir ja wissen, ist, dass das, was kommen wird, ein Stück anders ist. Also es macht total Sinn, sich sozusagen jetzt vorzubereiten. Total. Wir wissen zwar noch nicht, was anders ist, ne? Aber das ist das Schöne an der ganzen Sache. Das heißt aber, wie muss ich mir das vorstellen? Also die Unternehmen, und ich meine, das hatten wir in den letzten Malen ja schon erwähnt, schieben ja eigentlich die ganzen Weiterbildungsthemen eher so auf die lange Bank. Das heißt, will die Regierung die Unternehmen förmlich zwingen, in die Themen zu investieren? Also ich glaube, das kann passieren, ja, dass man jetzt Kurzarbeit koppelt damit und sagt, da gehören sozusagen jetzt auch Weiterbildungsprogramme, Programmatik mit rein. Das werden wir sehen. Ich finde Druckaufbau immer schwierig. Ich finde Mhm. Orientierung, Unterstützung immer ein Stück hilfreicher, ja, weil ich glaube, Mhm. das macht nochmal eine andere Motivationslage. Aber wie auch immer, ich glaube, dass das schon etwas ist, was total wertvoll ist. Und wenn ich auch auf unseren Loop springe, den wir so ein bisschen haben und gucken auf das Thema Führung, ich glaube, dann macht sich da gerade jetzt auch eine kleine Steilvorlage auf. Ja. Wir haben ja schon öfter, und ich nehme den Faden mal ganz kurz, ja, weil sozusagen Ja, ich einen Gedanken mit reinlegen möchte, den ich da aber nur sehr wenn du es wertvoll. kurz machst, Tom. Ich bemühe mich und ich bin, hey, wer bin ich, ja, sozusagen. Und auf das Thema Führung zu springen und die Chance zu nutzen, nicht alleine für sich zu lernen, sondern da in Gruppen und mit Peers unterwegs zu sein. Und was sich anbietet, ist sozusagen auch über die Verteilung von Führung, Führungsverantwortung anders nachzudenken. Ja, also im Sinne von Shared Leadership Konzepte und dann zu sagen, hey, wir lernen gerade nochmal ein Stück, wie führt man, vielleicht auch auf Distanz, haben wir ja letztes Mal schon ein Stück mit besprochen und gleichzeitig zu sagen, hey, lass uns doch die Führung auch anders verteilen und mal andere Settings finden, wo wir mit Aufgaben in unserem Team vielleicht ein Stück variabler umgehen können und auch mit eher einer Rollenperspektive und einer Verteilung auf Zeit, als man sozusagen sagt, hey, ich bin jetzt Führungskraft und ziehe alle Macht an mich und steuere sozusagen jetzt einmal durch. Ja. Mhm. Das finde ich verführerisch, ja. Also den Gedanken, nicht nur Kompetenzentwicklung individuell, sondern jetzt auch zu schauen, hey, machen wir unsere Struktur ein bisschen anders in unserem Kreis, mit dem wir hier jetzt gerade zusammen sind und gemeinsam lernen. Ja, ja. Und was brauchst du dafür so als ersten Schritt aus deiner Perspektive? Heißt es, die Führungskräfte sollen sich einmal in Anführungszeichen wöchentlich treffen? Oder wie kann das denn konkret aussehen? Ich glaube sozusagen, was immer total cool ist, wenn es einmal so ein Kick-off gibt, ja, also wenn Mhm. man sich zusammentut und sagt, hey, wir haben ja gerade die Chance zu, ja, oder Mhm. heißt sozusagen, es gibt sozusagen jetzt Chance und Möglichkeit, Kompetenzentwicklung zu betreiben, dass wir uns irgendwie aufladen und dann gleich in Verwertung zu denken. Und das ist sozusagen für mich der Trigger, ja, nicht zu denken, okay, wenn ich dann schlau bin, ist viel geschafft, da bin ich schlau, schön, Super, ja. und auch wichtig, ja, und gleichzeitig zu sagen, hey, wie können wir das denn anwenden und wie kriegen wir das auf die Straße und vielleicht auch ein Stück anders. Und das finde ich sozusagen, ist eine andere Denke. Ja? Ja. Und da würde ich eben Führungsteam, Führungskreis anraten, so, hey, wenn ihr euch zusammensetzt und über Kompetenzentwicklung lernen, wie auch immer ihr es macht, ja, und da gibt es ja tolle Formate mit Videos und kurz und knackig und mit Profiling und Co. Und
gleichzeitig zu schauen und zu sagen, hey, wie kriege ich das jetzt auf die Straße, dass es für uns nützlicher ist und auch ein bisschen was ausprobiert, was wir bisher nicht hatten. Cool. Also ich glaube, an der Stelle können wir fast schon einen Punkt machen. Mir würde das fast schon reichen. Top. Nee, und also ich würde sozusagen nur dieses eine Stichwort, nutzt die Chance für veränderte Führungsstrukturen / Shared Leadership. Ja, und da kann man sich jetzt einlesen, andere Sachen angucken und so weiter. Aber ich glaube, das macht auch nochmal ein bisschen Pepper in die Soße von Kompetenzentwicklung, die sich jetzt für uns sozusagen da reicht. Ja, ja. Und das auch ganz offiziell sozusagen, wenn sozusagen von der Regierung irgendetwas kommt, was in die Richtung geht. Ja, cool, super. Dann danke dir, Tom, für die Einschätzung an der Stelle. Sehr gerne. Und auf ganz bald. Ja, genieß die Sonne. Ich werde dir folgen am Nachmittag spätestens. Wunderbar. Mögen dies alle tun. Ciao, ciao. Ciao.